Neuer Tag, neue hammergeile Strecke. Wir haben jetzt übernachtet in, wie hieß der Ort? Kardak Quest oder so. Ich schreibe es hier rein. Auf jeden Fall, um dorthin zu kommen, das ist auf so einer Landzunge, muss man hier erstmal durchs Gebirge fahren. Und die Strecke hierhin gestern war schon der absolute Hammer. Jetzt fahren wir an der anderen Seite dieser Landzunge wieder zurück in Richtung Montpellier, wo wir heute Abend hinkommen möchten, wenn wir es denn schaffen. Aber diese Strecken hier, Leute, und dieses Wetter, das ist einfach nur unglaublich. Das könnte ich den ganzen Tag machen. Man muss ja echt nur ein bisschen aufpassen, weil teilweise sind die Straßen super eng. Und hier kommen einem auch manchmal Reisebusse oder sonst was entgegen. Und teilweise sind die Strecken gar nicht ausgelegt für, ja, dass man hier zweispurig langfahren kann. Das ist schon manchmal ein bisschen gefährlich. Deswegen kann man hier jetzt auch nicht in was für einer Geschwindigkeit hier rumrasen. Oh, wie schön. Oh mein Gott. Jetzt fahren wir heute noch mal ein bisschen Küste. Und da bin ich mal gespannt, wie da der Weg sein wird. Wir müssen einfach immer tausendmal stehen bleiben. Jetzt haben wir hier wieder so eine schöne Stelle gefunden, direkt am Wasser. Wunderschön. Vor allem dieses rote Auto vor diesem blauen Meer. Aber irgendwie müssen wir jetzt noch vorwärts kommen. Klaus. Jo. Wir müssen nämlich jetzt noch weiter. Wir fahren jetzt hier die Küstenstraße entlang bis nach Montpellier, wenn wir das heute noch schaffen. Ich hoffe mal. Und deswegen ja, müssen wir jetzt irgendwie weiterkommen. Die Grenze. Sehr viel Betrieb hier. Ja. Jetzt sind wir in Frankreich. Also ich kann das nur jedem Motorradfahrer, Sportwagenfahrer oder auch egal, jeden, der gerne Auto fährt oder Motorrad fährt, empfehlen, mal wirklich diese Strecke hier zu fahren. Von Barcelona, zumindest bis nach Montpellier. Man könnte noch weiterfahren nach Monaco, nur an der Küste entlang. Also wir sind jetzt so viele Kilometer gefahren und es ist einfach nur durchweg wunderschön mit permanent Blick hier aufs Meer. Einfach der absolute Hammer. Wie schön können bitte diese Strecken hier sein? Jetzt sind wir mittlerweile in Frankreich. Ich zeige euch jetzt mal dieses mega geile 5-Sterne-Hotel. So, dann kommen wir rein. Das ist das größte Zimmer, was die hier haben. Und ich schaue das jetzt mal mit euch zusammen an. Ja, hier direkt schon der große Wohnbereich. Also es handelt sich hier um eine Suite, wo man jetzt nicht nur ein Zimmer hat, sondern auch Wohn- und Schlafbereich. Das Coolste, was natürlich direkt mir ins Auge gefallen ist, ist diese geile Badewanne hier. So mitten im Raum. Ich stehe voll da drauf. Ja, schöner großer Spiegel. Hier auch super bequem, kann man schön sitzen. Und das Beste ist eigentlich der Ausblick, sowohl von hier als auch von dem Schlafzimmer. Jetzt gehen wir erstmal ins Bad. So sieht das Bad aus. Also alles so komplett offen. Hier gibt es keine Tür, weil die Toilette ist ja woanders. Und hier ist das Schlafzimmer. Zieht euch das rein. Wie cool ist das bitte? Ja? Wenn ihr morgens so aufwacht. Oh, mit diesem Ausblick. Ja, den Ausblick zeige ich euch natürlich jetzt noch. Guck mal in die Richtung, wie schön das aussieht. Und da gehen wir jetzt auch noch mal runter. Ach, guck mal. Katzen gibt es auch inklusive. Oh nein! Oh, das ist die arme Katze geweckt. Was machst du denn hier? Oh, ich liebe dieses Hotel. Ich weiß nicht, ich trau Katzen manchmal nicht. Erst die Best können in der Friends. einen Sekunde lieb sein und in der nächsten können die dir das Gesicht, die Augen auskratzen. Aber sieht schon ein bisschen älter aus, die Katze, wa? Komm, ich muss doch noch den Pool zeigen. Das ist jetzt der 8. März. Wir haben jetzt hier tagsüber 18 Grad, was in Ordnung ist. Ich hatte jetzt den ganzen Tag hier dieses längere Kleid an, aber zum Schwimmen ist es definitiv noch zu kalt.
Aber wie schön ist das bitte? Guckt euch das an. Sehr, sehr einladend. Und jetzt gehen wir aber noch weiter zum Strand. Das ist Ferdi. Inklusive wunderschönem Sonnenuntergang. Ja, es wird mal Zeit, dass wir uns aber noch mal kurz das Auto vielleicht ansehen. Fangen wir erstmal an mit dem Platzangebot. Ne? Hier einmal haben wir hier einen riesigen Kofferraum vorne. Der hier hat echt super viel Platz. Ich kann mir mal den Sophia-Test machen. Ja? Also wenn du mal keinen Platz mehr hast, wäre auch hier Platz. Ja? So viel schon mal dazu. Aber das ist ja nicht das einzige Platzangebot, was der Wagen zu bieten hat. Gehen wir mal weiter. Ja, ans Türöffnen muss man sich hier erstmal gewöhnen. Da drückt man einfach nur hier drauf. Dann springt einem die Tür schon etwas entgegen. Man hat also keinen richtigen Türgriff hier. Der Einstieg ist hier etwas breit. Du sitzt relativ tief hier drin und dann musst du erstmal über so ein breites Teil hier aussteigen. Was ich auch noch sehr schön finde bei dem Wagen ist die Aufteilung hier des Cockpits. Wie das alles so verteilt ist von den Knöpfen her, von der Position, finde ich sehr, sehr gut gelöst. Ich liebe auch dieses Panoramadach hier. Es ist wirklich sehr schön hell hier in diesem Auto. Was ich mir hier noch gewünscht hätte, wäre, dass man es vielleicht wie im 27S auch abdunkeln könnte. Das kann man hier nicht. Das heißt, wenn die Sonne mal von oben reinscheint, wird es dann doch ein bisschen warm auf dem Kopf. Ja, hier legt man die Gänge ein. Und dann gibt es natürlich noch die Fahrmodi-Einstellung. Man kann das ESC sportliche einstellen und das Getriebe. Das geht dann hier, wenn man das über Active einschaltet. Hier gibt es sogar einen Launch Control Knopf. Ich muss jetzt hier den Hebel ziehen. Dann fährt er den Wagen und die Sitzposition wieder dorthin, auf die Position, wo ich dann auch vorher ausgestiegen bin. Hier haben wir nochmal das Infotainment-System. So vom Zuschnitt auf den Fahrer ist das alles hier perfekt. Ne? Man muss nicht irgendwie weit irgendwo hindrücken. Ja, hier gibt es so einiges, da will ich jetzt nicht durchklicken. Komplett Ambiente-Beleuchtung sieht man jetzt hier nicht. Hier kann man es vielleicht einigermaßen erkennen. Sieht man das auf der Kamera? Ja, ein bisschen. Hier kann ich jetzt die Farbe einstellen. Es flackert halt ein bisschen, weil es LEDs sind. Ja, also das sieht man dann eher im Dunkeln und ich glaube hier in den Türen ist es dann auch nochmal beleuchtet. Jetzt geht es auch nochmal weiter zum Platzangebot hinten, weil das ist eher untypisch für einen Sportwagen, dass du sowohl vorne als auch hinten Platz hast. Generell sieht der Wagen aus wie so ein Spaceship. Und wenn sich dann hier diese, ja, ich würde sagen 1,60 Meter, ich nehme mich mal als Maßstab, wenn sich hier diese große Haube öffnet, dann sieht das noch mal mehr aus wie so ein Spaceship. Dieses Platzangebot, würde ich behaupten, bietet kein weiterer Sportwagen. Ich bin schon etliche gefahren, um da einen Vergleich anstellen zu können. Ich habe das auch genutzt als Sonnenliege, ja. Drücken wir mal hier drauf, dann geht die Haube wieder ganz bequem zu. Also Komfort bietet der Wagen. Super gemütlich ist er auch. Also wir haben ja jetzt schon ein paar Kilometer hinter uns und man kann wirklich super lange in diesem Auto sitzen, ohne irgendwie Rückenschmerzen zu bekommen. Was ich festgestellt habe, ist, dass der extrem viele Blicke auf sich zieht, jetzt wo wir die ganze Costa Brava hier lang gefahren sind. Und 620 PS. Das dürfen wir auch mal nicht außer Acht lassen. Ja? Also wir haben einen Grand Tourer, aber wir haben auch einen super schicken und sportlichen Sportwagen. Ah, wer bist du denn? Die dachte sich auch, geile Karre, ey. Erstmal angucken. Jetzt ist die Katze. Ich hoffe, die pinkelt da jetzt nicht rein. Irgendwelche wildfremden Katzen hier im Auto. Und ja. tschüss. Also, so viel schon mal dazu, ne? Sogar die Katzen fliegen auf dieses Auto. Ich bin jetzt gerade unterwegs mit ca. 30 km/h, weil wir sind jetzt noch spontan über so eine Bergstraße hier. Haben jetzt aber nicht damit gerechnet, dass es hier tatsächlich noch anfängt zu schneien. Und wir haben auf dem Auto keine Winterreifen drauf, deswegen müssen wir jetzt das hier mal ganz vorsichtig angehen. Aber es sieht irgendwie so super episch aus hier und die Strecke hier hoch war gerade der Hammer.
ja, vor 2 Stunden war man auch schön am Strand bei Sonnenschein und jetzt ist man hier mitten im Winterchaos. So schnell kann das gehen. So, unsere letzte Unterkunft jetzt hier für diese Tour, auf die wir auch super spontan gestoßen sind. Wir sind quasi gerade durch Zufall dran vorbeigefahren. Guckt euch das an. Richtig schön hier mit einer riesen Terrasse direkt am See. Und das sind alles hier solche Hütten. Ein Hammerausblick.